Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind heute ganz geheim in München in einem Studio und neben mir steht ein Modell, das ihr vielleicht kennt, das ich schon auf der IAA in Frankfurt dieses Jahr erwartet habe, nämlich die 8. Generation des Golf. Ja, und ich bin ein bisschen nervös, muss ich euch ehrlich sagen. Warum? Naja, meine Mutter hatte einen, meine Oma hatte einen, meine Schwester hatte einen als Cabrio und das ist das erfolgreichste Auto in Europa. 35 Millionen Mal wurde der Golf gebaut und ich habe die Ehre, euch den heute vorzustellen. Vielleicht in aller Kürze. Wir haben eine veränderte Optik, wir haben neues Infotainment wir haben neue elektrifizierte, teilweise Motoren hier drin. Was werden wir also machen? Wir schauen uns außen an, wir setzen uns rein, vorne betrachten das Infotainment, Rückbank, Kofferraum. Ich werde euch die Motoren ganz genau an einem Schaubild erklären. Wir werden eben alles machen, inklusive der Einordnung in seinem Wettbewerbsumfeld, Marktstart. Über den Preis sprechen wir ein bisschen bei diesem Auto. Was aus meiner Sicht dazugehört, außer Fahren. Fahren dürfen wir leider noch nicht. Wenn ihr Bock aufs Review habt, bleibt gerne dran. Noch übrigens über meinem Wolfsburger Waschbrettbauch seht ihr, wo ihr uns überall findet, nämlich auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, würde mich tierisch freuen. Da geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan, hallo, und dem neuen Golf 8. Viel Spaß beim Review. Ich stehe im Profil von unserem Golf 8 und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, wo kommt der Golf her, wo will der Wolfsburger hin und wie kann man ihn in sein Wettbewerbsumfeld einordnen. Ja, und jetzt fange ich einfach mal an mit meinem Lieblingswerbespot von VW. Kann fast auswendig, aber trotzdem habe ich mir mal aufgeschrieben. Erst wenn ein Auto eine Ära geprägt hat, wenn es zu einer Lebenseinstellung wurde, einer ganzen Generation ihren Namen gab. Erst wenn ein Auto nicht nur groß ist, sondern Größe hat. Wenn es einer ganzen Familie ein Zuhause ist und jeden an seinen Innovationen teilhaben lässt. Wenn es sich mit keinem Rekord zufrieden gibt und Wege ermöglicht, die neue Technologien schaffen. Erst wenn ein Auto heute schon an morgen denkt, dann ist es mein Auto. Warum erzähle ich euch das? Man könnte jetzt sagen, komplett pathetische Werbung von Volkswagen, aber dieses Auto hier gibt es eben jetzt in 8. Generation, 45 Jahre und es hat sich 35 Millionen Mal verkauft. Zur Plattform, der steht auf der MQB-Plattform von Polo bis Passat bis Tiguan steht hier inzwischen fast alles drauf. Die ist jetzt neu entwickelt, ja, und da steht jetzt natürlich der Golf 8 drauf. Zu den Motoren, wir haben richtig viele Antriebe hier drin. Wir haben Plug-in-Hybride, wir haben 48 Volt Bordnetz mit Mildhybridisierung, teilweise dazu komme ich später. Was ich euch sagen kann ist, naja, der Golf, der hat eine ganze Klasse erfunden, nämlich die Golfklasse. Und auch deshalb ist es okay, so eine Werbung zu machen, auch wenn sie sehr, sehr lustig ist. Warum ist es so? Es gibt natürlich den 1er BMW, den Audi A3, wir haben einen Hyundai i30, wir haben einen Ford Focus. Jeder Hersteller hat inzwischen was in dem Segment. Interessant ist hier, so gibt es ja auch den Tiguan, der verkauft sich inzwischen fast so gut wie der Golf. Ja, und was wollen wir heute jetzt mal machen? Wir beschäftigen uns damit, wie sich unser Golf 8 verändert hat im Vergleich zur 7. Generation, die 2012 auf den Markt kam. Ja, und deswegen schauen wir uns jetzt mal einmal rundherum an, bevor wir dann reingehen und über die Motoren sprechen und ein Fazit machen. Viel Spaß! Ja, sprechen wir über das Design von unserem Golf 8 und ihr wisst ja, Autos und auch ein Golf, die verkaufen sich hauptsächlich über das Design. Ich glaube, so einen Grund, einen Golf zu kaufen, ist eher schön, aber gleichzeitig nicht zu auffällig, nicht zu protzig und das haben die Wolfsburger richtig toll hinbekommen, das auch beim Golf 8 weiter beizubehalten. Hier steht da in der Ausstattungsvariante Style, es gibt Golf, Life und Style, also die höchste vorläufig bis zur Airline und ist hier in Limonengelb und je nach Reifegrad, sagen die Leute hier schon, im Licht sieht es dann jeweils ein bisschen anders aus. Ich bin dafür da, jetzt euch die Optik genau zu erklären und was fällt erstmal auf hier? Das Logo, klar, komplett verändert, ist jetzt nicht mehr dreidimensional, sondern zweidimensional. Ich sehe einen leichten Unterschied, aber nicht so einen großen, als dass ich sagen würde, diese Rieseninvestition, die VW da in die Hand genommen hat, lohnt sich. Und jetzt schaut euch mal an, hier vorne so ein schwarzes Element verbindet dann Logo mit den Leuchten außen, mit Chrom in der Mitte. Das passt schon sehr gut. Und hier, jetzt beuge ich mich mal zu euch runter, haben wir die höchste der 3 Lichtversionen, nämlich das IQ-Light mit toller Tagfahrsignatur. Steht noch IQ drin, hier außen steht es auch drauf.
2 Elemente hier, das ist schon richtig schickes Licht. Das ist aber sowas wie das, was Audi Matrix LED-Licht nennt, also die höchste Variante. Wir haben noch ein starres LED-Licht, ist immer Serie-LED, und wir haben noch ein leicht flexibles LED-Licht und das, wenn ich es richtig verstanden habe. So, und jetzt beschäftigen wir uns mal hier unten mit einem Element, das euch vielleicht neu vorkommt, und das ist richtig schön. Wir haben hier in Wagenfarbe lackiert solche Kiemen, die rauskommen, und eine Chromspange unten. Ich kann euch noch nichts zur Airline sagen, die wird eine andere Schürze hier vorne bekommen, aber das ist schon sehr schön. Und wenn man dann hier unten schaut, die Lufteinlässe hier sind sehr reduziert, sehr klar. Wir haben hier unten nochmal eine Lippe, eben auch in Wagenfarbe, was Schönes. Hier steht es drauf, Golf. Ja, und dann haben wir hier oben noch eine schön ausgeformte Motorhaube. Und will ich euch sagen, von vorne ist dieses Auto reduziert und einfach schick. Und wenn ihr mich fragt, ein echtes Designerstück. Aber ich habe mich dann natürlich mit den Designern von dem Auto unterhalten und die haben mir erklärt, was sie gedacht haben, was sie gemacht haben. Erstmal haben wir hier dieses ganze C-Element unten. Ja, und gleichzeitig haben wir die größte Veränderung bei dem Auto, was sich von den Ausmaßen im Vergleich zum Golf 7 kaum verändert hat. Ja, hier im Profil erstmal steht hier Style drauf, 18 Zöller, glanzgedreht, zweifarbig. Boah, es sind immer 17 Zöller serienmäßig drauf, 18 Zöller sind optional, je nach Ausstattungsvariante. Und wenn man jetzt mal guckt, haben wir hier eine Schulterlinie. Ich gehe mal hier einfach durchs Bild, Kameramann wird es hassen. Und diese Linie ist im Vergleich zum Vorgänger Golf einfach ein Stück runtergerutscht. Das sorgt dann dafür, dass wir hier bei diesem Auto ein noch runderes Design haben, weil diese Linie findet sich hier vorne in der Leuchte, geht einmal hier drum rum und endet dann hier hinten im Licht. So, und wenn wir jetzt mal anschauen, im Profil mit dieser Schattenkante hier unten, mit dieser schwarzen Fensterumrandung unten eine Chromlinie, dann ist es sehr schlicht, sehr zurückhaltend. Das Auto ist immer ein Fünftürer. Wir haben hier übrigens das Panoramadach drauf, ist nicht nur toll von innen, weil es hell ist, sondern ist auch schön schwarz. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier die Flosse oben. Die ist zwar auch schwarz und schön durchdesignt. Hier steht es drauf, Style. Ich habe euch also keinen Scheiß erzählt. Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Heck von diesem Auto. Und was fällt zuerst auf? Die Monster-Mega-Rückleuchten. IQ Light LED. Die fließen hier so ein bisschen raus, haben eine tolle Signatur, muss ich sagen. Das ist ein Licht, das würde ich auf jeden Fall wollen. Auch durchwischende Blinker, was Schönes. Hinten leicht abgedunkelt, Dachkanten, Spoiler hier drauf, aber alles zurückhaltend. Hier steht es drauf, Golf in großen Lettern, genauso wie VW das auch bei den anderen Modellen macht. Das neue Logo wieder, seht ihr sofort natürlich. So, und jetzt will und muss ich mich zu euch ein bisschen runterbeugen. Erstmal sieht man, dass dieses ganze Lichtelement hier so eine Art Kubus formt. Das ist also einfach ein klares Design. Wir haben hier angedeutete Auspuffendrohre, da kommt aber nichts raus hier. Bei VW haben wir keine Abgase mehr. Hier ist eine Chromspange. Ja, und jetzt stehe ich mal wieder auf und spreche mal über den Kofferraum. Ich mache euch den jetzt einfach mal auf. Das ist bei einem Golf natürlich besonders wichtig. Es gibt auch weiterhin die Karosserievariante Variant als Kombi. Das ist hier weiter 380 Liter und vor allem beim Golf ist wichtig, wie viel passt da rein, weil dieses Auto muss ja auch einer ganzen Generation einen Kofferraum geben und Platz, um Dinge mitzunehmen. Wir haben hier Platz für ein Reserverad, ansonsten ist es hier hinten relativ schlicht. 380 Liter, ich mache ihn euch wieder zu. Und wenn ich generell vom Design vom neuen Golf 8 sprechen will, dann ist es so, das ist hier eine Evolution. Dieses Auto ist deutlich schöner, deutlich runder als der Vorgänger. Schick, gleichzeitig zurückhaltend und genau das will aus meiner Sicht ein Golf sein. Was wir aber jetzt mal machen, ist auf die Rückbank springen und dann nach vorne. Los geht's. Sprechen wir über die Rückbank. Ich bin Profi hier hinten, denn ich habe schon unfreiwillig ziemlich viele Disco-Heimfahrten hier hinten verbracht, in anderen Golfmodellen natürlich. Beim Einsteigen ist mir aufgefallen, die Türgriffe schön beleuchtet. Und euch interessiert natürlich, hat der dicke Typ hier hinten Platz? Ich setze mich gerade hin, bin 1,88 Meter groß und habe 2 Handbreiten zwischen mir und dem Dach vom Golf 8 und das ist groß. Und wenn man dann einfach mal drüber spricht, was VW gut macht, dann ist es natürlich ein Qualitätsstandard hier drin, der
mindestens genauso groß ist wie ich, eher viel größer. Schaut euch diese Sitze hier an mit dem schönen weichen Leder, mit dem Stoff hier, diese Kombination, das ist gut. Und ich habe hier auch auf der neuen, weiterentwickelten Plattform viel Platz. Ich habe hier unten optional 2 USB-C-Stecker. Ich habe eine Sitzheizung hier hinten, habe ein kleines digitales Instrument, wo ich wärmer und kälter machen kann. Hier vorne haben wir schöne Stoffsitze. Weiter kann ich meinen Arm hier auch gut auflegen. Habe auch weiter hier eine Armlehne in der Mitte mit. Genau, eine Durchreiche für die Ski. Auch da hat VW dran gedacht. Hier können Kids irgendwie ihre Cola-Becher reinklemmen. Ich habe auch hier Kopfstützen hinten dran. Sehr schön verarbeitet alles. Und dann, ja, dann kann man den Wolfsburger nicht Innovationsträge vorwerfen, denn die haben sich richtig brutal was einfallen lassen. Hier oben, ganz passend für die neue Zeit. Hier haben wir ein Smartphone oder ein iPad oder was auch immer Fach und hier unten können wir noch mal was hinmachen, vielleicht dann noch Zeitschriften, wenn das wirklich noch jemand liest. Ansonsten hier drin, was mir nicht so gut gefällt, wir haben hier jetzt einen hellen Himmel. Viele mögen helle Himmel, weil schwarze immer so ein bisschen drücken. Aus deren Empfinden, ich mag helle gar nicht, ich mag schwarze wegen Design. Hier haben wir eben das Glasdach vorne drin, aber was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist uns nicht nur mit hinten beschäftigen, sondern auch mal mit dem Interieur vorne und dem Infotainment, das machen wir jetzt. Sprechen wir über den Innenraum. Und was ich hier euch zuerst zeigen will, ist der Schlüssel. Schaut euch diesen schicken Schlüssel an. Das macht Volkswagen richtig gut. Ich bemängel ja oft, dass Schlüssel immer so ein bisschen schäbig und billig aussehen. Auch bei teuren Autos wundert mich, das ist hier gut. Ja, und dann sprechen wir zuerst mal über vielleicht das Langweiligste, aber vielleicht auch das Wichtigste in Autos, nämlich die Sitze. Ich sitze hier sehr bequem und ein Golfphänomen, das bedeutet für mich immer, ich setze mich und frage mich nicht, wie die Wolfsburger das machen. Ich will auch keine Werbung machen, aber in Golf rein. Und selbst wenn ich nicht viel verstelle, das passt einfach. Und das ist für mich krass und das ist hohe Ingenieurskunst. Sitze bequem, guten Seitenhalt, tolle Materialien hier in der Fläche, an den Wangen, Stoff, so eine dreifache Stoffkombination, das ist relativ groß. Und jetzt wollen wir hier sprechen über die neue Architektur hier drin. Sehr horizontal alles angeordnet, vertikal, sehr, sehr übersichtlich hier drin. Und neu ist natürlich das Infotainment. Erinnert so ein bisschen an das, was der Touareg hat, in klein, leicht zum Fahrer geneigt. Was wirklich schön ist, hier ist das Glasdach drin, was es hier drin hell macht. Aber jetzt kommen wir zu den Details. Erstmal hier vorne haben wir so eine Chrom-Zierelementspange über das ganze Armaturenbrett und drunter sind 2 ganz schmale Lüftungsdüsenelemente. Die sind jetzt nicht mehr so hoch, ergibt auch Sinn, weil die müssen einem ja auch nicht ins Gesicht blasen, sondern unten. Und das ist wirklich sehr schön. Und wenn ich mich dann hier mal umgucke, ja, dieses Auto kommt quasi fast ohne Knöpfe aus, was Gutes. Klar, wir haben auch ein bisschen Plastik hier drin, das ist weiches Plastik. Hier nochmal ein gebürstetes Chrom in der Mitte, die Hand findet gut Platz. Aber das ist natürlich hier so, wir können auch nicht überall jetzt Lederbezug haben, ist immer noch ein Golf und dafür ist es hier drin sehr wertig. Bevor ich mich zu sehr wiederhole, Cupholder hier, 3 nebeneinander haben wir sogar. Wir haben hier eine Armauflage mit Platz in der Mitte. Wir haben Platz hier in den Türen. Wir haben natürlich ein Handschuhfach, was schön ist. Ja, und dann spricht man übers Licht. Ich muss nicht mal hier drauf drücken, sondern es reicht, wenn ich mich nähere, dann geht das an. Es reicht auch, wenn ich mich nähere, geht es aus. Ansonsten kann ich auch einfach schnell drücken, geht es an, aus. Und wenn ich mit 2 Fingern drücke, dann kann ich es dimmen. Richtig gut auf beiden Seiten. Das ist natürlich schon ja, ein teures Element, aber auch richtig schick hier drin. Ja, dann kann ich hier über so eine Wischbewegung Dach auf und zu machen. Mache ich jetzt nicht, da oben hängt nämlich die zweite Kamera dran. Euch interessiert dann auch noch ein bisschen hier, du hast doch dein Handy dabei, Jan. Wie funktioniert's? Hier unten ist in der Mittelkonsole optional ein induktives Ladefach. Mit dem geht es noch nicht, aber mit dem iPhone ab 10 dann glaube ich, wenn es eine Glasrückseite hat, kann ich es da optional induktiv laden. Kann's ja, über die 2 USB-C-Stecker hier unten mit Apple CarPlay, Android Auto verbinden. Hier Konnektivität top, geht nicht nur über Kabel, sondern eben auch dann over the air, also über Wireless. So, und wenn man jetzt dann hier über dieses neue System spricht, ist es beeindruckend. Nämlich, wir haben hier den modularen Infotainment-Baukasten 3, der sieht anders aus, ist neuer als beim Passat noch, ist State of the Art. Und insgesamt hier ist das dann das InnoVision Cockpit. Serienmäßig geht es hier los mit 8,25 Zoll. Ihr seht hier auch schon, das ist
so dass es sich bewegt, wenn ich mich noch nähere und nicht drauf touche. Und wir haben hier ein 10,25 Zoll großes digitales Cockpit hier vorne, was richtig cool ist. Das ist auch serienmäßig. InnoVision bedeutet hier dann mit der 10,25 Zoll Infotainment-Bildschirm-Variante, kann man dann auch ohne Navi nehmen. Navi könnte man dann später auch over the air updaten. Richtig gut hier drin. Ja, und jetzt wird es ein bisschen anstrengend für mich, aber gleichzeitig für euch wahrscheinlich auch richtig interessant, denn ich erkläre euch jetzt mal, wie das hier alles funktioniert. Erstmal Lenkrad, VW-typisch, liegt toll in der Hand und das ist immer ein Multifunktionslenkrad hier drin. Ab der Airline wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen hier drin. Hier vorne links ist es Licht. In der Tür haben wir noch die Elemente, um die Scheibe hoch und runter zu fahren. Ja, und jetzt fangen wir einfach mal an. Hier auf der rechten Seite ist quasi alles, inklusive Lenkradheizung und Taste für die Sprachsteuerung, um dieses digitale Cockpit zu steuern. Und da haben wir erstmal die View-Taste. Ähnlich wie das, was wir von Audi kennen, können wir dann in der Mitte uns die Sicherheitsassistenten, die Karte anzeigen lassen oder die gefahrene Geschwindigkeit. Ja, und dann haben wir entweder Tuben rechts, links, wo rechts auf jeden Fall die Geschwindigkeit ist, links die Drehzahl. Und jetzt wird es interessant, wenn ich da lange drauf drücke dann in dem Navi-Bereich, dann kommt die oder geht die ganz weg. Auch ganz interessant, ist ein Trick. Was Neues hier drin jetzt, wenn ich drauf drücke lang, ich kann in den Seiten hier einzeln belegen, was ich wähle. Beschleunigung, Kompass, Zielinfos, Verbrauch, Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Ganganzeige, Tankanzeige, Assistenten, Betriebstemperatur, Navigation, Einzel, Telefongeschwindigkeit, Beschleunigung. Das ist also richtig viel und das kann ich auf beiden Seiten sehr flexibel machen. Jetzt mache ich einfach mal links Beschleunigung und mache auf der rechten Seite, was interessiert euch wahrscheinlich, den Verbrauch. So sieht es dann aus, sehr flexibles System hier drin. Ja, und dann haben wir auf der linken Seite alles für die Sicherheitssysteme hier, Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomaten, das kennt er, Tempomat an, aus, lauter, leiser. Ja, das ist es soweit. Aber was noch viel interessanter ist als das hier, ist eben hier das Infotainment hier drin. Und da haben wir was ganz Neues, was beeindruckt. Ich drücke die Home-Taste also und sehe erstmal, was wir haben. Radio, Medien, ich spiele es mal durch. Radio, zurück über die Home-Taste, Klang, hat man hier so einen Equalizer, App Connect, also Apple CarPlay, Android Auto, Navigation, so sieht dann hier die Karte aus. Das Fahrzeug hier, also alles zum Fahrzeug kann man uns anzeigen lassen. Die ambiente Beleuchtung kann man dann in unterschiedlichen Farben, Helligkeit einstellen, das ist richtig cool. Da gibt es auch vorkonfigurierte Sachen, Hilfe, das Telefon ist drauf. Dann haben wir hier Setup, die Assistenten, haben hier Rechtliches, den Shop, der noch nicht funktioniert und Nutzerdaten. Das heißt, hier ist jetzt Tom der Nutzer, ist ein Beispielnutzer. Das wirkt jetzt erstmal sehr komplex, aber was wir dann machen können, ist hier ja uns so einen kleinen Home-Bildschirm konfigurieren. Jetzt haben wir hier drauf zum Beispiel die Navikarte links, Radio, Fahrzeugdaten, App Connect. Wenn ich lang drauf drücke, komme ich dann natürlich zum einen drauf, aber wenn ich noch länger drücke, kann ich das dann hier unten ändern. Das heißt, statt Fahrzeug kann ich hier das Telefon zum Beispiel nochmal reinmachen oder den Klang reinmachen. Das ist ziemlich praktisch. Und ja, dann haben wir hier noch eine Seite. Hier ist dann zum Beispiel das Navi drauf. Und wenn ich hier oben dann ändere, habe ich die Möglichkeit auch noch andere Layouts zu wählen, was sehr schön ist. Ja, und das ist dann ein System, was sehr, sehr flexibel ist, sehr toll funktioniert aus meiner Sicht und richtig gut zu so einem modernen Auto in die moderne Zeit passt. Was auch neu ist, hier unten haben wir halt eben so eine Bedienleiste. Ihr seht, das funktioniert auch mit Wischbewegungen. Und da können wir dann hier lauter, leiser machen. Wir können hier die Klima steuern. Wenn wir mit beiden Fingern drauf drücken, geht die Sitzheizung an. Die machen wir jetzt mal wieder aus, weil ist ja schon warm genug hier drin. Ja, und das ist dann ziemlich praktisch. Wenn ich dann zum Beispiel auch auf die Navi-Karte hier mal gehe, hier drauf, dann seht ihr schön, ich kann zoomen, hier reinzoomen, rauszoomen, was richtig gut ist. Ja, und dann haben wir hier unten 4 Knöpfe. Assistenten, Klima, Menü, Modus. Assistenten erstmal, lassen wir uns hier anzeigen, schönes Schaubild, was hier an ist. Und dann sieht man hier Lane Assist, ACC, Side Assist, also ein Spurwechselassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, Frontassistent und den Emergency Assistent. So, und jetzt haben wir hier die Klimasteuerung. Freie Sicht, Füße wärmen, Hände wärmen, kühlen, frische Luft, kann man richtig viel machen, klassisch oder Aircare.
Und an der Stelle will ich euch jetzt mal was Cooles zeigen mit der Sprachsteuerung, die so ein bisschen Mercedes MBUX-mäßig funktioniert. Wenn ich jetzt sage, also Hallo Volkswagen, Wie kann ich helfen? mir ist warm, Gern. Vorne links wird es gleich kühler. dann macht er automatisch einen Grad kühler und dann gibt es noch einen lustigen Trick. Hallo Volkswagen, Wie kann ich helfen? hier stinkt's. Oh. Okay, Umluft wird eingeschaltet. Und dann macht er automatisch Umluft an, hier drin was richtig Gutes. Dann habe ich noch das Parkmenü mit Einparkhilfen, Parkassistenten und den Fahrmodus-Schalter hier vorne drin von Eco über Komfort zu Sport hin zu Individual. Und hier sehen wir schön, was wir verändern können. Wir können das DCC in ganz vielen Stufen verstellen, von Komfort bis Sport. Die Lenkung über Sport hin zu Komfort. Den Antrieb Komfort Sport Eco, ACC können wir verstellen. Dann können wir Lichtassistent, Klimatisierung verstellen und das ist richtig gut. Hier geht es immer wieder zurück. Dann über den Schalter kommen wir wieder in unser Hauptmenü rein, was richtig gut ist. Ja, und jetzt könnte ich euch natürlich ganz viel zeigen. Zum Beispiel, dass man hier runterziehen kann und hier dann verschiedene Privatsphäre-Einstellungen hat. Der Detektiv hier, da geht nichts mehr raus, nichts mehr rein. Ich kann auch hier in dem Menü verstellen, was ich anzeigen lassen will, was richtig schön ist. Und das ist eben wie beim iPhone dann natürlich auch hier schön flexibel, schön verbindbar. Kleiner Kritikpunkt ist, das hier ist manchmal so ein bisschen Gewurstel hier unten mit den Sachen, da muss man ein bisschen Übung haben, aber ich bin sicher, meine Oma könnte es irgendwann auch. Und es ist halt dieses System bei der Fahrt gut bedienbar. Wir haben hier auch noch ein Head-Up-Display drin vorne, das geht auch wirklich in die Scheibe mit den wichtigsten Daten, Navidaten, Assistenten, mit der gefahrenen Geschwindigkeit. Das ist richtig groß. So, zurück zur Hardware. Quick-Shift-Schalter hier ist immer verbunden mit DSG. Das ist jetzt hier so klein wie beim 11er gehalten. Hat halt den Vorteil, dass es mit den Assistenten besser kompatibel ist. Das bedeutet, fahre ich vorwärts, kann ich gleichzeitig beim Vorwärtsfahren vorher schon den Rückwärtsgang einlegen oder andersrum. Start-Stopp-Knopf hier ist auch schön. Elektrische Parkbremse hier ist auch richtig gut. So. Und jetzt fasse ich das mal zusammen. Wir haben einen unfassbar gut verarbeiteten Innenraum mit guten Materialien, sehr modernen, sehr konnektiven, tolles neues Infotainment-System, wo sich zumindest Leute in meinem Alter richtig viel Spaß mit bereiten können. Ältere Leute, ob die das jemals bedienen können, weiß ich nicht, aber macht Sinn, jetzt Autos für alte Leute mit riesigen Knöpfen zu bauen? Ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir hier natürlich eine Infotainment-Plattform, die groß ist. Wir haben hier auch eine Harman-Kardon-Anlage optional drin. Und dann würde ich sagen, was Volkswagen hier in der Klasse, in der Golf-Klasse auf die Beine im Innenraum gestellt hat, ist Benchmark. Und das sage ich selten, das beeindruckt mich. Was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist rausgehen, uns mit den Motoren beschäftigen und ihr könnt mir gerne eure Meinung zum Innenraum und Fragen da lassen. Sprechen wir über die Antriebe in unserem aller Golf. Ja, und da ist natürlich die Frage, was ist passiert? Ich kann euch so viel sagen. Es hat ein 48 Volt Bordnetz mit Riemenstartergenerator und Mildhybridisierung Einzug gefunden. Es gibt 2 Plug-in-Hybrid-Varianten. Es gibt zum Glück weiter einen Diesel, es gibt weiter Benziner. Aber das sieht hier natürlich schön aus. Was wir machen wollen, VW hat ein Schaubild mit den Motoren aufgebaut. Da gehen wir jetzt mal hin und gucken, was denn wirklich jetzt alles im Golf drin ist. Sprechen wir über die Antriebe in unserem Golf 8. Es sind insgesamt 9 und Volkswagen hat sich richtig viel Mühe gegeben, das hier sehr transparent aufzubauen. Deshalb dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, euch es einfach zu zeigen. Insgesamt haben wir hier drin 9 Ausbaustufen von dem Motor. Ja, ein ganz neues, der 1 Liter TSI Evo Motor. Das ist ein 3-Zylinder-Motor. Und ganz neues auch, dass wir ein 48 Volt Bordnetz haben mit Mildhybridisierung, Riemenstartergenerator, kleinen Akku. Der kann dann aufgeladen werden beim Bremsen. Rekuperieren nennt es der Abiturient und boostet beim Anfahren, also unterstützt. Das sorgt eben für weniger Verbrauch dann, zumindest was Benzin angeht. Ja, und dieser Motor kann auch segeln. Der 1 Liter TSI Evo Motor, den gibt es mit 66 und 81 kW PS-Zahlen, müsst ihr euch jetzt einfach mal selbst umrechnen. Die größere Variante gibt es mit DSG und dann eben mit der Mildhybridisierung. Dann haben wir einen 4-Zylinder-Motor, einen 1,5 Liter Evo-Motor mit 96 kW
oder 110 kW. Die größere Variante hat dann das DSG und die Mildhybridisierung ist ein Vierzylindermotor, der hat dann das ACT, also die aktive Zylinderabschaltung. 2 der 4 Zylinder gehen dann aus, wenn man sie nicht braucht, mit weniger Last. So, und hier ist dann was Schönes, denn wir haben zum Glück immer noch einen Dieselmotor in 2 Ausbaustufen, 2 Liter mit 85 und 110 kW. VW hat sich was ziemlich Spannendes einfallen lassen, nämlich einen doppelten SCR-Cut. Ich habe mich schon gewundert, dass es sowas nicht schon länger gibt. Das sorgt für noch weniger Emissionen und ist eine relativ ökologische und ökonomische Sache. Wenn ihr mich fragt, kann man aktuell nicht ökologischer unterwegs sein und vor allem nicht ökonomischer. Vielleicht mit einer Sache, nämlich mit dem Erdgasmotor, den kaum einer von euch will, was ich nicht so richtig verstehe in diesem Auto, aber so ist es halt. Das ist gar nicht der Erdgasmotor, das ist die Plug-in-Hybrid-Variante. Früher gab es den GTE und jetzt gibt es ein GTE weiter mit 180 kW, aber auch noch eine kleinere Variante mit 150 kW. Plug-in-Hybrid schön, das heißt, man kann dieses Auto an die Steckdose anschließen und man hat eine kleine rein elektrische Reichweite. Das ist der Hauptvorteil bei einem Plug-in-Hybrid im Vergleich zu einem normalen Hybriden. So, dann haben wir hier die 7-Gang DSG, die ihr schön seht, und wir haben hier eine neu entwickelte 6-Gang Handschaltung. Ich bin gespannt, wie sich diese Autos fahren. Ich bin gespannt auf die auf die Verbrauchswerte. Ich vermute mal ganz stark mit der ganzen Technik, die hier drin ist. In der Kompaktklasse ist es schon Novum, muss man ehrlich sagen. Bei den Antrieben ist VW hier sehr modern unterwegs. Ich weiß ja, wovon ich spreche. Bin ich gespannt, wie sich diese Autos fahren und wie es dann wirklich in der Realität ist. Wir kommen zum Fazit, Freunde. Kommen wir zum Fazit. Und unser Golf hat jetzt nicht nur ein neues Logo bekommen, das man eigentlich kaum vom Vorgänger unterscheiden kann, sondern tatsächlich Schultern, eine glatte C-Säule, und damit ist optisch der Golf 8 eine schöne Evolutionsstufe in die Zukunft. Das ist sehr deutsch, sehr dezent, durchdesignt, zurückhaltend und damit typisch Volkswagen. Der Innenraum, ja, der ist Benchmark, der ist sehr modern, sehr innovativ, sehr konnektiv, tolle digitale Einheiten da drin, sehr viel wertige Materialien, die Motoren da drin, Plug-in-Hybride, Mildhybridisierung, alles sehr effizient. Und da sind wir dann schon beim Knackpunkt bei diesem Auto. Gleichzeitig zu dem Golf 8 wird ja auch der ID.3 entwickelt, also die rein elektrische Golf-Variante. Der Golf 8 bekommt keinen rein Elektroantrieb, stirbt unser Golf aus. Ab 2040 will VW nur noch Elektroantriebe produzieren, und dann ist ganz spannend, was setzt sich durch: Wasserstoff, Elektro, sind es dann vielleicht doch Verbrenner, die bleiben. Ich will nicht, dass unser Golf 8 hier ausstirbt. Ich freue mich auch auf die weiteren Varianten hier drin, und ihr interessiert euch ganz bestimmt für den Preis bei diesem Auto. Das weiß ich einfach noch nicht, aber der wird sich ganz stark am Vorgänger orientieren. Volkswagen hat versprochen, dieses Auto, was ja auf dem modularen Querbaukasten steht, ja, das wird nicht besonders viel teurer werden. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ihr findet mich über meinen Wolfsburger Waschbrettbauch auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, da werdet ihr umfangreich informiert. Übrigens nicht nur von Volkswagen oder VW, sondern von fast allen Modellen auf dem Markt. Kommentiert gerne unter meinem Video, stellt mir Fragen. Ich probiere es euch alle zu beantworten. Ja, und dann sehen wir uns bald.